Im heutigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in OpenCMS Elemente kopieren und wiederverwenden können. Wenn Sie ein Element kopieren oder wiederverwenden möchten, können Sie dies machen, indem Sie beim gewünschten Element über den grauen Punkt streichen und das Herz mit dem kleinen Plus anklicken. Nun haben Sie es zu Favoriten hinzugefügt. Um diese aufzurufen, können Sie das Klemmbrett oben in der Nutzerleiste anklicken und sehen, dass hier alle Favoriten gesammelt sind. Dieses Klemmbrett-Symbol ist eine Zwischenablage, in der man bis zu 10 kopierte Elemente speichern kann. Außerdem sieht man hier auch die zuletzt genutzten Elemente. Wir gehen zurück auf Favoriten und sehen, dass hier oben in der ersten Zeile unser Beispiel eingefügt wurde. Wenn wir dieses nun auf der Seite verwenden möchten, gehen wir ganz hinten auf den Move-Button, das ist das kleine Quadrat ganz am Ende, klicken mit der linken Maustaste darauf und halten diese gedrückt und ziehen das Element dann über die Seite, bis wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir das Element gerne einfügen möchten. Haben wir diesen Punkt erreicht, lassen wir die Taste einfach los. Nun haben wir die Auswahl, ob wir das Element kopieren oder wiederverwenden möchten. Kopieren bedeutet, man kopiert den Inhalt an die Stelle und kann das Element nun einzeln für sich bearbeiten und anpassen. Wir klicken einmal auf Kopieren und sehen, dass das Element nun neben dem Ursprungselement an der gewünschten Stelle eingefügt wurde. Das Element können wir auch bearbeiten. Wir können zum Beispiel ein neues Bild einfügen, gehen auf die Galerie, wählen das neue Bild unter dem Haken auf OK aus, speichern und schließen und sehen nun, dass das kopierte Element sich im Bildteil geändert hat, während das Ursprungselement gleich geblieben ist. Wir wiederholen diesen Vorgang jetzt noch einmal und verwenden das Element wieder, gehen wieder auf die Ablage, klicken mit der linken Maustaste auf den Move-Button und ziehen das Element an die gewünschte Stelle, lassen es los und bestätigen dieses Mal, dass wir es wiederverwenden möchten. Nun steht das neue Element neben dem kopierten und dem Ursprungselement und auch hier können wir das Element einmal unter dem Stift bearbeiten, ändern auch hier das Bild auf dem Ordner, lassen uns die Galerie anzeigen und wählen mit dem Haken ein anderes Bild aus auf OK, speichern und schließen und sehen nun, dass sowohl das neue Element als auch das Ursprungselement geändert wurden, während jedoch das kopierte Element gleich geblieben ist. Wiederverwenden bedeutet, dass der Inhalt zwar auch in gewisser Art und Weise an die Stelle kopiert wird, jedoch mit einer bestehenden Verknüpfung zum Ursprungselement sowie allen weiteren bereits bestehenden oder folgenden Wiederverwendungen dieses Elementes. Das Wiederverwenden kann man besonders gut für Kontakte nutzen, da man, wenn man diese ändert, meist an allen Stellen gleich geändert haben möchte. Beim Wiederverwenden muss man darauf achten, dass jedes Mal, wenn man etwas an einem solchen Element ändert, alle weiteren verknüpften Elemente auf die gleiche Art und Weise geändert werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, die Optik über das Rädchen anders einzustellen wie im Original. Das machen wir jetzt bei unserem wiederverwendeten Element. Wir gehen nochmal auf den grauen Punkt und dann auf das Einstellungsrädchen und ändern dieses Mal das Bildformat. Wir wählen das TV-Format als Beispiel aus, bestätigen auf OK und sehen, dass sich das Bildformat geändert hat im wiederverwendeten Element, jedoch nicht im Ursprungselement. Möchte man die Elemente nun entfernen, macht man dies wie gewohnt über das Scheren-Symbol. Auch hierfür streicht man noch einmal über den grauen Punkt, klickt die Schere für Entfernen an und wird bei wiederverwendeten Elementen gefragt, ob man dieses Element wirklich entfernen möchte. Ist dies der Fall, klickt man auf OK und das Element wurde entfernt, während das Ursprungselement und alle weiteren Verknüpfungen jedoch weiterhin bestehen bleiben. Bei einem kopierten Element geht man auch über den grauen Punkt auf das Scheren-Symbol zum Entfernen, wird hier jedoch gefragt, ob man dieses Element endgültig löschen möchte. Ist dies der Fall, lässt man den Haken bestehen
Klickt hier auch nochmal auf OK zum Bestätigen und das Element ist komplett entfernt. Im Gegensatz zum wiederverwendeten Element ist hier kein Ursprungselement oder weiteres wiederverwendetes Element mehr im System, welches man noch einmal zurückgreifen könnte. Das war's für heute mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.